Geht es um die titelstylischste Kamera, dann verdient die Sigma BF hier definitiv einen der ersten Plätze. Und ich zeige euch jetzt hier in Mexiko, was auch die inneren Werte dieser Kamera können. Klar ist, man muss sich bei der Sigma BF auf das Konzept einlassen. Es ist ein geiles Design, sie ist super minimalistisch und einmal das Bedienkonzept durchschaut, macht das wirklich Spaß. Das bedeutet in der Praxis, ich muss mich ein bisschen umgewöhnen, wie ich mit einer Kamera arbeite. Aber nach einiger Zeit ist es eigentlich sehr, sehr intuitiv. Klasse gelöst finde ich den internen Speicher von 250 GB. Da können sich andere Kamerahersteller eine Scheibe abschneiden. Und dann geht es auch schon hoch über die Dächer von Mexico City hinaus. Ein wunderbarer Ausblick und übrigens eine absolute Empfehlung für jeden, der mal diese Stadt besichtigt. Ja, herausfordernd war hier natürlich die Fotografie durch die Fenster dieser Seilbahn, denn klar, da ist nichts offen. Bei der Hinfahrt, da hatte ich Glück, da waren die Plexiglasscheiben einigermaßen sauber. Da man bei der Sigma BF hier auf einen Sucher verzichtet hat, ist das Display dauerhaft an. Das geht natürlich zulasten der Batterielaufzeit. Allerdings, der Ein- und Ausschaltebutton, der reagiert innerhalb von einem Sekundenbruchteil. Das heißt, brauche ich die Kamera nicht, kurzer Fingertipp drauf, Kamera ist sofort aus, kurzer Fingertipp drauf, die Kamera ist sofort wieder startklar. Die Akkulaufzeit, die ist nicht ganz so berauschend bei der Sigma BF. Bei meiner City-Tour hier durch Mexico City, da war nach 1-2 Stunden der Akku dann schon weit unter 50% gefallen. Allerdings, den Akku kann man wechseln, sprich mit einem zusätzlichen Akku an Bord, da ist man gut ausgerüstet und hat dann auch für längere Fotostrips genügend Power. Die Sigma BF ist natürlich prädestiniert für Streetfotografie, egal ob hier in Nuevo Polanco oder in Coyoacán mit Graffiti. Bei Nacht, da habe ich einfach den ISO-Wert draufgedreht und das Bildrauschen, das ist wirklich minimal, selbst bei hohen ISO-Werten. Spaß macht außerdem, dass ich mir die Bildformate voreinstellen kann, sprich 16:9 oder 1:1 oder klassisch 4:3. All das ist möglich und so habe ich schon während der Fotografie die Möglichkeit abzuchecken, welcher Bildausschnitt nachher perfekt wird. Was vermisse ich an dieser Kamera? Tatsächlich eine Bluetooth-Datenübertragung, die ist nicht inkludiert. Ich vermisse auch ein bisschen einen Sucher zum Durchschauen, denn trotz des wirklich sehr, sehr guten Displays, wenn die Sonne scheint, dann ist auch dieses LCD-Display einfach überfordert. Und natürlich hat auch Sigma Retrofilter integriert, die direkt in der Vorschau im Display sichtbar sind. Mein Fazit zu Sigma BF. In Sachen Design, outstanding. In Sachen Technik, Bildqualität, die ist tipptopp. Übrigens auch bei hohen ISO-Werten mit sehr geringem Bildrauschen, da gibt es nichts dran zu meckern. Die Kamera, die hat bei uns im Labortest ein Gut erhalten, weil einige Features fehlen durch den minimalistisch gestalteten Body und da mussten wir natürlich auch entsprechend eine Abwertung durchführen. Das gilt nicht für die Bildqualität, denn die ist verdammt gut. Wer eine wirklich stylische Kamera sucht, ist mit der Sigma BF bestens bedient. Mir hat sie auf jeden Fall im Urlaub hier richtig Spaß gemacht.